Herzlich willkommen bei DriveSwap, Ihrem Netzwerk für intelligente Antriebstechnik. Mein Name ist Dirk Schaar und ich bin Chefredakteur von DriveSwap. In unserem heutigen Interview möchte ich ein ganz besonderes Thema aufgreifen, welches vor allem durch die Corona-Pandemie einen sehr aktuellen Bezug hat. Es geht um die Medizintechnik und die Frage, welche besonderen Anforderungen diese Branche an die Antriebstechnik stellt. Zu Gast ist heute bei uns Lukas Spendel, Distribution Channel Manager EMEA bei Moog. Und ich möchte natürlich gleich die Frage an Herrn Spendel weitergeben. Herr Spendel, welche besonderen Herausforderungen muss denn die Antriebstechnik in puncto Medizintechnik heute schon erfüllen? Die Anforderungen an die Antriebe unterscheiden sich in der Medizintechnik ganz gewaltig. So werden Mikromotoren für Zahnarztbohrer in großen Stückzahlen hergestellt. Ein Ausfall ist wenig kritisch. Letztendlich kann das Winkelstück relativ einfach getauscht werden und liegt beim Zahnarzt oft redundant vor. Die neueste Generation eines Magnetresonanztomographen setzt vor allem auf Performance und Zuverlässigkeit. Moogs sehr starke Position bei letzteren zeigt, dass wir unsere Stärke vor allem dort ausspielen können, wo es auf anspruchsvolle Technik in mittleren Stückzahlen ankommt. Allen Anwendungen ist allerdings gemein, dass sie von einer hohen Produktverfügbarkeit profitieren. So haben sie alle eine langwierige und kostspielige Zertifizierung durchlaufen. Änderungen sind deswegen im Nachgang nur sehr schwer möglich. Die vernetzte Fertigung, die wir heutzutage sehr häufig vorfinden, stellt aus diesen Gründen oft einen Nachteil dar. Viele Wettbewerber haben essentielle Fertigungsschritte nicht mehr voll unter ihrer Kontrolle. Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, dass dieser Ansatz bei kritischen Produkten nicht unbedingt der beste ist. Moog ist hier in einer vorbildlichen Situation. Wir haben volle Kontrolle und das geistige Eigentum über all unsere Produkte, aber ebenso über die damit verbundenen Fertigungsschritte. Das bedeutet für den Kunden, dass nicht ein Zulieferer in Fernost über die Abkündigung eines Produkts entscheidet, sondern wir mit unseren Kunden zusammen. Ja, mit Ihrem Silencer-Motorserie, da bringen Sie ein Produkt auf den Markt, das ja gerade jetzt in der aktuellen Corona-Zeit der Medizintechnik besonders weiterhelfen kann. Was sind denn die Besonderheiten dieser Silencer-Motorserie? Die Silencer-Serie, die wirkt tatsächlich interessanterweise an zwei essentiellen und sehr wichtigen und doch recht unterschiedlichen Punkten in der Pandemiebekämpfung. Zum einen sind diese Motoren verbaut in einem der vielleicht momentan hochentwickelsten Covid-Schnelltests, den Sie auf dem Markt vorfinden können. Zum anderen greifen die Motoren dort an, wo sich leider bereits schwere Krankheitsverläufe abgezeichnet haben. Unsere Motoren werden verbaut in vielen Beatmungsgeräten zahlreicher namhafter Hersteller. Ein Grund dafür ist, dass unsere Motoren sehr leise sind, aber auch sehr vibrationsarm. Letztendlich leitet sich der Produktfamilienname Silencer vom englischen Wort Silence ab. Allerdings würde meine Tochter jetzt sagen, es kommt vom lateinischen Silentium, aber das mal so nebenher. Diese Fähigkeit, leise zu operieren, hat natürlich einen großen Vorteil, wenn dieser Motor neben einem schlafenden Patienten eingesetzt werden muss. Auf der anderen Seite verursacht besonders diese Vibrationsarmut eine extrem hohe Zuverlässigkeit. Ausfälle sind unseren Kunden quasi unbekannt. Und Sie können sich vorstellen, dass bei diesen Anwendungen die Zuverlässigkeit im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig ist. Auch in einem Corona-Schnelltest kommt ja ein spezifischer Smart-Motor von Moog zum Einsatz. Was macht denn diesen Motor eigentlich so smart? Das Smarte an dem Motor ist die Integration der Elektronik. In einem Formfaktor finden wir zahlreiche Mikrocontroller, natürlich den Motor, einen Motion Controller, viele industrielle Schnittstellen sowie Ein- und Ausgänge. Dies gibt dem Kunden einen hohen Grad an Sicherheit in der Funktionalität.
Im Vergleich dazu, würde er einen normalen BLDC-Motor einsetzen, müsste er sich um viele profane Dinge kümmern. So müsste er sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, wie die Phasen des Motors angesteuert werden müssen. Beim Smart Motor genügt ein einfaches Signal und die Funktion wird ausgeführt. Das hat zwei große Vorteile für den Kunden. Erstens, er spart Zeit. Ich habe sehr viele Projekte in der Medizintechnik betreut, die ein Produkt entwickelt haben. Ich kann Ihnen sagen, eins gab es immer zu wenig und das war die endliche Ressource Zeit. Wenn Sie sich nicht eben um die eben erwähnte Motoransteuerung kümmern können, können Sie sich um Ihren eigentlichen USP kümmern. Der zweite Vorteil für den Kunden ist, er schafft Sicherheit. Ich persönlich traue ja den meisten guten Ingenieuren zu, dass sie eine gute Motorsteuerung entwickeln können. Aber haben Sie dabei die Sicherheit, dass diese Steuerung unter allen erdenklichen Bedingungen funktioniert? Wir beim MOOC haben schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, Erfahrung mit diesem System. Wir können garantieren, dass das zuverlässig funktioniert, unter allen Bedingungen. Das ist natürlich ein Vorteil in vielen Anwendungen. Besonders vorteilhaft ist es aber in der Medizintechnik. Ja, das war ein kurzer Einblick in ein sehr spannendes Thema. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, stehen Ihnen Herr Spendel und die Firma MOOC natürlich gerne zur Verfügung. Den Kontakt blenden wir am Ende des Videos gerne ein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Videokanal abonnieren würden. Damit sage ich vielen Dank an Herrn Spendel und an Sie fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.